Schon in den 2000er Jahren haben wir ISO-zertifiziert 14001 und haben dort einfach geschaut, dass wir möglichst schonend umgehen, sei es mit Reinigungsmitteln, sei es mit Energie, dass wir dort wirklich die Ressourcen optimal einsetzen können, auch mit dem Wasser. Und da haben wir jetzt das noch einmal probiert zu optimieren mit dem Neubau. Wir haben eine PV-Anlage drauf auf dem Dach, haben sehr gut isoliert, dass wir möglichst wenig Energie brauchen und auch mit den Reinigungsabläufen, respektive mit der Reinigungs, dass wir dort Reinigungsmittel sparen können, respektive durch das auch die Umwelt weniger belasten. Er ist sehr innovativ, er hat sehr viele Ideen. Ich muss ihn manchmal fast bremsen, weil wir sonst nicht alles reinbringen, marketingtechnisch und so. Und von dem her würde ich schon sagen, dass er am innovativsten ist und am meisten Produktideen bringt und Sachen, die er ausprobieren will. Ja, es ist auch bei den Innovationen, wenn ich dazu ergänzen ist im Prinzip, man darf nicht viele Innovationen bringen. Man muss einfach von den Innovationen, wo man das Gefühl hat, dass die am ersten, wie soll ich sagen, bei den Kunden anspricht. Und es hat Innovationen, die man macht, die vielleicht viel zu früh sind, die erst in 5, 6 Jahren kommen oder reif sind. Dann muss man einfach schauen, dass man wirklich nur eine Innovation und dort die volle Kraft gibt, weil eine Innovation auf dem Markt lancieren ist sehr teuer, wenn man es richtig machen will.